Some person has birthday. Somebody was born. It is a great blessing to be born. Hat jemand Geburtstag? Wurde ein Körper geboren? Es ist ein großer Segen, in diesen Tempel Gottes hineingeboren zu werden, aber es ist der schlimmste Fluch, wenn wir 80, 90 oder 100 Jahre in diesem Tempel verweilen und mit unserem Vater Gott keine Verbindung haben. Dann waren wir nicht die Bewohner unseres eigenen Hauses und konnten uns nicht daran erfreuen. Wir wurden einfach hinausgetrieben, um unsere Nahrung im Wald, im Urwald zu finden, der gar nicht dafür eingerichtet ist. Wir müssen uns dort Blätter oder Baumrinden zum Essen suchen oder auch weiches Holz oder weiche Kerne. Es gibt sogar Menschen, die die Gewohnheit haben, Abfall zu essen. So steht es mit uns. Or soft stones, or even some people have got habit of eating mud. There are some people who have got. This is what we are doing. That anything on this earth plan is not our food. That we are to enjoy the food which is, I am the bread of life, I am the water of life, eat me and drink me. Auf dieser Erde ist nichts unsere Nahrung. Wir sollten die Nahrung genießen, von der es heißt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Esst mich und trinkt mich. All die Engel sind da, um uns mit allem zu dienen, was wir für unseren Körper benötigen. Das Wasser, in der indischen Mythologie wird das Wasser auch als einer der Engel bezeichnet. Der Wind, das Feuer, die Erde, die Sonne, der Mond, sie alle werden als lebendige Engel angesehen, die Bewusstsein und Leben besitzen. Sie alle werden von den höheren Ebenen aus gelenkt. Die Materie wird also vom Bewusstsein ausgelenkt. Nehmt zum Beispiel ein Fahrzeug. Es ist leblose Materie, die fährt, aber die Ursache für seine Bewegung ist die Steuerung durch einen Fahrer, der Bewusstsein besitzt. Wenn ihr euch das Fahrzeug zunutze machen wollt, müsst ihr mit dem Fahrer, mit dem Lenker Kontakt aufnehmen. Nur mit seiner Hilfe werdet ihr imstande sein, die Dienste dieses leblosen Fahrzeugs in Anspruch zu nehmen. Gleichgültig, ob es ein Auto, ein Bus oder ein Zug ist. And if you have to get some work out of that vehicle, then you will have to contact the driver, the controller. And then only through this driver controller you will be able to avail the services of this lifeless vehicle, maybe car, maybe bus, maybe train. This is the arrangement of all the things of this world, that there are mountains, there are oceans, there are forests, there are other things which are there. So sind alle Dinge dieser Welt beschaffen. Hier gibt es Berge, Meere, Wälder und anderes mehr, worüber wir keinerlei Herrschaft haben. Eher stellen sie für uns eine Gefahrenquelle dar. Sie bereiten uns immer Probleme. Manchmal wird das Problem durch die Luft verursacht. Wenn sich kein Lüftchen regt, ist es drückend schwül. Danach kommt vielleicht ganz plötzlich ein Sturm mit 115 Stundenkilometern auf und bläst alles um. Warum ist das so? Erst ist es ganz still, nicht die kleinste Bewegung liegt in der Luft. Und nach 2 Minuten ist alles völlig verändert und ganz schrecklich. Das ist so, weil wir diese Dinge nicht im Griff haben und sie tun können, was sie wollen. Wenn sie nicht von uns, durch Gott beherrscht werden, denn unsere Kontrolle kann nur durch Gott arbeiten, dann entfalten sie sich durch die negativen Kräfte, die uns nur schaden und etwas Schlimmes antun können. Alles ist dann ein Problem für uns und wir müssen uns um so viele Dinge kümmern. Es ist jedoch nicht möglich, all diese Naturkräfte und Naturkatastrophen wirklich zu handhaben. Deshalb müssen wir leiden und haben gelitten. Und das wird so bleiben, weil wir nur unseren Körper aus lebloser Materie benutzt haben. Und ein Stein kann einen anderen Stein nicht bewegen, da beide leblos sind und nur herumliegen. Ist Leben in uns, das unseren Körper in Bewegung setzt,
dann bewegt es eben nur unseren Körper. Wir sind nicht als Leben aktiv. Das Leben liegt innen und wird aus seinem eigenen Selbst heraus gelenkt. Wir sollen damit unseren Körper bewegen, damit er auf der materiellen Ebene wirken kann. Denn der physische Körper kann nur materielle Dinge bewegen. Mit seinem eigentlichen Leben kann er nicht in Verbindung treten. Because both are lifeless, both are lying somewhere. And if there is life in us, which is making us our body moving, it is only making our body moving, and not as life we are moving. And life is inside and it's controlled in its own self, only meant to move our body, and that our body may be able to work with some kind of material to move the material, because material body can only move some material. It cannot come in contact with its own kind of life. As if you are an angel, you will be able to come in contact with the angels, because you are of the same category. Falls ihr ein Engel seid, werdet ihr mit Engeln in Verbindung treten können, denn ihr seid von gleicher Art. Die Astralwesen können mit anderen Astralwesen in Verbindung kommen, da sie auf einer Ebene stehen. Wesen der Kausalebene können miteinander in Verbindung kommen, weil sie alle auf der gleichen Ebene leben. Sie können miteinander arbeiten und einander helfen, sie kennen einander und leben miteinander. Genauso leben auch viele Teufel und böse Geister und viele andere feinstoffliche astrale Wesen auf dieser Welt. Doch wir können sie nicht wahrnehmen, denn wir können sie mit unseren physischen Augen, die aus Materie dieser Welt gemacht sind, nicht sehen. Dennoch gibt es sie, sie existieren und tun vielerlei Dinge. Und wir meinen dann oft, alles geschehe ohne Grund, ganz von selbst. Dabei werden wir alle von solchen astralen und kausalen Wesen bestimmt, die unseren Intellekt und unser Gemüt beeinflussen können. Sie geben uns Gedanken ein, gute oder schlechte Gedanken, und bewirken in uns Wut, Gier, Bindungen, Streit oder auch Trennungen. All dies haben sie in der Hand, da wir in unserem mentalen System sehr schwach und auch nur mit unserem physischen Körper verbunden sind. Sie jedoch haben keinen materiellen Körper, weshalb sie von einer großen Schwäche befreit sind, die durch diesen Körper bestanden hatte. Wenn ihr 5 Kilometer geht, werdet ihr, sogar ohne eine Last zu tragen, sehr müde sein. Und mit einer schweren Last werdet ihr auch noch langsam gehen müssen. Ihr werdet nur eine kurze Entfernung Schritt für Schritt und ganz langsam zurücklegen können, da ihr eine Last zu tragen habt. Sie hat euch also schwächer gemacht. Genauso hat uns der physische Körper in unserer Bewegungsmöglichkeit und in unseren Fähigkeiten viel schwächer werden lassen, denn er ist eine Last. Er ist eine Belastung für uns. In ähnlicher Weise stellen auch der Astral- und Kausalkörper eine Belastung für uns dar. Jene aber, die den physischen Körper verlassen haben, sind zumindest freier als wir und können uns beeinflussen und beherrschen. 5 kilometers, just when you have got no load with you, then with a heavy load, you will not be able to walk so speedily. You will have to then only little by little, and only for some distance you can walk with very little speed, because some load is there. It has made you weaker. In the same way, the physical body has made us much weaker in our movement, in our competencies, because it is a load, burden upon us. Similarly, the astral body is a burden and causal body is a burden. But those people who have come out of the physical body, at least they are more free than us, and that they can influence us and they can control us. And in this way, instead of controlling those things and getting work out of them and getting services out of them, Anstatt also diese Dinge zu beherrschen, sie uns zunutze zu machen und uns ihrer Dienste zu erfreuen, werden wir als ihre Sklaven benutzt und können nichts auf dieser Welt genießen.
Obgleich wir uns jede Art materieller Luxusgüter und viele Erleichterungen anschaffen, werden wir von diesen astralen und kausalen Kräften beherrscht und sie werden immer noch härter auf uns einwirken, da wir immer weiter Lasten anhäufen. Es ist nicht nur die Last unseres Körpers, vielmehr werden uns auch all unsere Häuser und all unser Besitz zur Last. Die Könige zum Beispiel sind schwer belastet. Deshalb kann kein gewöhnlicher Mensch ein König werden oder eine führende Stellung einnehmen. Wenn man ihren Hintergrund betrachtet, sieht man, dass sie in früheren Leben mit Askese und Entsagung Disziplin geübt und viel Zeit mit Fasten und durchwachten Nächten zugebracht haben. Dabei kümmerten sie sich weder um ihren Körper noch um die Welt und beschäftigten sich nur mit der Weiterentwicklung ihres astralen und kausalen Selbstes. Sie meditierten nicht auf Gott, sondern auf andere höhere Kräfte, auf die Shiva-Kraft oder ähnliches. Dadurch haben sie eine große Macht in sich angesammelt, sodass sie, wenn sie auf diese Erde kommen, die Belastung, die ein Königreich mit sich bringt, tragen können. Doch sie können nicht für längere Zeit König bleiben. Es hängt davon ab, wie lange sie in ihrem vorausgegangenen Leben an ihren Übungen und ihrer äußerst harten Lebensdisziplin festgehalten hatten. Diese Kräfte stehen ihnen dann 10 oder 20 Jahre zur Verfügung. Und nur so lange werden sie Könige oder Führungskräfte bleiben. Danach ist ihre Macht verbraucht und sie verlieren ihr Königreich. Some other such like powers, and that they had got such a great power accumulated in them that when they come in this world, then they can carry the burden of such like kingdoms, but they cannot remain such like kings a longer time. It depends upon the tenure of their practices or all those very hard life disciplines which they had done in the past life, and that those powers are there in them for if 10 years or 20 years they will remain kings or administrators only for 10 years and or for 20 years, and after that their power is lost, and then they will have to lose their kingdoms. Similarly is also the case with the other things of this world. There are rich people, they had also earned some. Ähnlich ist es auch mit den anderen Dingen dieser Welt. Es gibt reiche Menschen, die sich in ihrem letzten Leben einiges verdient haben, sodass sie eine solche Last tragen können. Sie haben sich also Kräfte erworben. Dies ist ein Gesetz. Wer sich nichts dergleichen erworben hat, bleibt arm, denn er hätte keine Kraft, eine solche Last des Reichtums auf sich zu nehmen. Er würde darunter zusammenbrechen. Dieses Gesetz ist also gültig. Nun, es ist gut, wenn wir uns in den vergangenen Leben solche Kräfte nicht angeeignet haben, aber es ist auch in Ordnung, wenn wir sie uns erworben haben. Jetzt aber sollten wir die Kraft Gottes in uns vermehren. Wir sollten vollkommen werden, wie er es ist. Seid vollkommen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Es gibt nämlich diesen Zustand der Vollkommenheit, in dem ihr euch an allem erfreuen könnt. Die Gotteskraft, die ihr in euch ansammelt, ist in der Lage, alles zu tragen. Sie ist zu 100% die kontrollierende Kraft und sie wird uns ganz bestimmt helfen, sodass wir alles beherrschen und uns daran erfreuen können. Es wird nichts geben, worüber wir nicht Macht haben, denn wir werden stärker sein als jede andere Kraft. Jede andere Kraft wird schwächer sein als wir. Und es ist ein Gesetz, dass sich der Schwächere dem Stärkeren unterwerfen muss. Dies gilt in der Natur ebenso wie im Reich Gottes. Deshalb hat Gott uns allen den gleichen Rang gegeben. Keiner soll den anderen beherrschen. Wir sollten die Dinge beherrschen, die uns zugedacht sind, damit sie für uns arbeiten und uns dienen sollen. Aber in allem, was zu Gott und zum göttlichen Selbst gehört, sollten wir uns nicht gegenseitig beherrschen. Wir sollten nur Zuneigung, Liebe, Ergebenheit, aufopfernde Hingabe und den Wunsch zur Zusammenarbeit empfinden. Dann gibt es kein Gefühl von Dualität. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde.
Überall wird das gleiche Selbst sein und wir werden eine wunderbare Beziehung zueinander haben. That we are to control those things which are meant for us, that they are to work for us and they are to serve us. But all those things which are belonging to God, in its God self, those are not to be controlled by each other. They will only have sympathy, love, devotion, and sacrifice, and every kind of cooperation with each other. No feeling of any duality will be there. Love thy neighbor as thyself and love thy enemies. It will be the same self-like. We will have such a wonderful relation with each other. But all these angels, the deities and all other lower astral beings, etc., and this worldly material being. Alle Engel jedoch, alle Gottheiten und sonstigen niedrigeren astralen Wesen sowie die weltlichen, materiellen Dinge hier werden uns auf den Ebenen helfen, auf denen sie sich befinden, je nachdem, auf welcher Ebene wir gerade sein wollen. Sie werden uns dienen müssen und sie werden es auch tun. Es wird keine Schwierigkeiten dabei geben. Sie müssen euch dienen, weil ihr stärker seid. Eure Kraft wirkt ständig auf sie ein und sie müssen euch jederzeit zu Diensten stehen. Sie können euch nicht außer Acht lassen. Es ist wie in der Atmosphäre. Kommt irgendwo auf der Welt ein schwacher Wind auf, ist das Gleichgewicht der gesamten Atmosphäre gestört. Jeder, auch nur geringfügig erhöhte Luftdruck beginnt sich auszuwirken. Auf die gleiche Weise wird auch unsere Kraft überall sein. Man nennt dies allgegenwärtig. Jeder niedrige oder hohe Druck in euch wird sich sofort auf alles auswirken. Die Dinge werden aktiv und beginnen zu arbeiten. Was in euch an Plus oder Minus ist, ist sofort wahrnehmbar. Ihr werdet es vorfinden und euch daran erfreuen, ohne Schwierigkeiten oder Probleme. Und so wird es jeden Augenblick sein. Wie im Schoß der Mutter alles, was der Körper des Kindes benötigt, ununterbrochen vom Körper der Mutter in den Körper des Kindes fließt, ohne Pause. Auf ähnliche Weise sind wir im Körper Gottes, dem Reich Gottes angeschlossen. In seiner Schöpfung steht alles sofort zur Verfügung, alles, was es gibt und alles, dessen Dienste wir benötigen. Dies ist die Weise, auf die wir alles, was es zu beherrschen gibt, beherrschen können. Auf jeder anderen Ebene sind die Dinge nicht kontrollierbar, weil es immer noch Dinge gibt, die außerhalb unserer Kontrolle stehen, die uns nicht unterstehen, sondern höher stehen als wir. Denn so ist der Aufbau der negativen Kraft. Niemand ist ganz unabhängig, nicht einmal die Gottheiten Brahma, Vishnu und Shiva. Auch sie stehen unter der Herrschaft des großen Karma-Gesetzes und müssen unter seiner Kontrolle arbeiten. In the kingdom of God, we will be adjusted like this, and that in His creation, anything which is there, and we have to use any of the services of any of these will at once be available. This is the way in which we can control all what is controllable. At any other level, the things are not controllable. Because still there are some things which are beyond our control, which are not lower than us, they are higher than us. Because the setup of negative power is like that, that no one is fully independent. Even these deities, the Brahma, Vishnu, Shiva, they are also under the control of that great law of karma, and they have to work under that control. So higher powers are there, and God is still higher to control all this negative power at every level. Es gibt also höhere Mächte, aber Gott ist noch höher, so dass er die gesamte negative Kraft auf jeder Ebene beherrscht. Bevor wir Gott nicht gefunden haben, gibt es keinen Ort, an dem wir ausruhen können
und wo alles wie von selbst geschieht. Ihr seid nur dazu da, vollkommen zu werden, auszuruhen und euch für immer zu erfreuen. Dies ist eure Bestimmung, euer Lebensstil. Alles andere, jeder Kampf, jede Sorge, jedes Problem, jede Krankheit, jedes Unwohlsein, entspricht nicht unserem Lebensstil. Diese Dinge können wir nicht ertragen, sie können uns nicht gefallen. Sie wirken immer sehr hart auf uns ein und wir leiden unter ihnen. Und das geht ständig so weiter. Niemand ist frei davon. Nicht einmal Könige waren in der Lage, frei von solchen Leiden zu sein. Möglicherweise leiden sie mehr auf den mentalen Ebenen, während wir vielleicht mehr auf der physischen Ebene leiden. Wir haben nicht ausreichend zu essen oder zu trinken und nicht genug, um zu leben. Ihnen fehlt dagegen die Kontrolle über andere Dinge. Es gibt so viel, was außerhalb ihres Machtbereichs liegt. Wir müssen also erst alles unter unsere Herrschaft bringen. Wenn wir in unserem Haus alles unter Kontrolle halten, dann herrscht im ganzen Haus Frieden. Sind ein paar Leute da, die außer Kontrolle sind, dann wird es in eurem Haus schrecklich zugehen, da solche Leute für euch immer ein Problem darstellen werden. Und kommt eine Schlange oder ein Skorpion herein, bereitet euch dies ebenfalls Probleme, weil sie sich nicht durch euch kontrollieren lassen. Which are out of control. And then your house will be very horrible house, because those people which are beyond your control will always be a problem for you. If a snake comes inside, if a scorpion comes inside, and that will also be some problem for you, because these are not under your control. The control is very important, and that control is there, that we can exercise it. Es ist also sehr wichtig, die Dinge zu beherrschen. Und diese Herrschaft können wir ausüben. Habt ihr die 100%ige Kontrolle, dann ist euer Leben wirklich euer Leben. Ansonsten liegt euer Leben in den Händen irgendeines anderen, der euch beherrscht. Seid ihr beispielsweise bei jemandem angestellt, dann seid ihr, solange ihr in der Arbeit oder im Büro seid, nicht ihr selbst. Ein anderer hält euch fest und bestimmt über euch, sodass ihr selbst gar nicht leben könnt. Er befiehlt euch, tu dies, geh dahin, geh dorthin. Und ob es euch gefällt oder nicht, müsst ihr es tun, da er über euch bestimmen kann. Dies ist nicht euer Leben, sondern das Leben von irgendjemand anderem. Ihr habt euch verkauft und der andere Körper hat für euch Geld bezahlt. Nun sollt ihr nicht euer Leben leben, sondern euch von diesem anderen bestimmen lassen. Dies mögen wir nicht akzeptieren und sollten es auch nicht. Es ist nicht annehmbar. Dennoch müssen wir es tun, wir haben keine andere Wahl. Wir suchen sogar nach einer freien Stelle, um eine Arbeit zu finden, damit wir uns überall unterordnen können. Denn wir selbst haben nichts. Deshalb können wir uns nur einem anderen unterordnen. Find some job that I may be having some kind of subordinacy. Everywhere that we may have some subordinacy. Because from our own self we have got nothing. We can only have something by subordinacy to somebody. And that is a curse. To be subordinate to somebody and then to live. God doesn't like it. He says that you should live your own. Es ist aber ein großes Unglück, einem anderen untergeordnet zu sein und so zu leben. Gott möchte dies nicht. Er sagt, wir sollten unser eigenes, unabhängiges und strahlendes Leben leben und auf uns selbst gestellt sein. Wir sollten von niemand beherrscht werden. Vielmehr ist alles, was ich habe, für euch da, damit ihr es beherrscht, davon Gebrauch macht, es benutzt und eure Freude daran habt. Weshalb genießt ihr es nicht? Warum kommt ihr nicht zu mir herauf und findet alles Wunderbare? Arbeitet dafür und ihr werdet es finden. Dies heißt ganz einfach, dass wir alle an Stärke zunehmen sollen, die das Leben ist und zum Leben gehört. Mehr Dinge dieser materiellen Welt zu besitzen, wird euch nur mehr beladen und belasten, euch euer Leben nehmen und euch zerstören.
Erhebt ihr euch aber über den physischen Körper und die äußere Welt, heißt dies, dass ihr eine Stufe überwunden habt, sodass diese Welt nicht mehr so hart für euch sein wird. Und überwindet ihr noch weitere Welten und kommt aus dem astralen und kausalen Bereich, aus anderen begrenzenden Körpern und den beherrschenden Kräften dieser und anderer Welten heraus, dann werden wir wirklich sehr frei sein. If you conquer some other worlds also, you come out of the astral and causal also, and then some other limiting bodies and those controlling agencies of this world and other worlds, then we will be much free. As you know that even when you are living in this world, there are so many people who are controlling you, who are hard upon you, whom you have to listen, whom you have to obey. Auch wenn ihr in dieser Welt lebt, wisst ihr ja, wie viele Leute euch beherrschen wollen und hart mit euch umgehen, wie vielen ihr zuhören und gehorchen sollt und auf sie Rücksicht zu nehmen habt. Genauso beherrschen uns auch höhere Welten. Wenn wir also von allem, was uns beherrscht, mehr und mehr frei werden, wird unser Leben dadurch mehr zu unserem eigenen Leben, das uns gehört und uns von Nutzen ist. Dieses Leben können wir dann für uns selbst nutzen. Es wird nicht mehr von anderen benutzt, damit sie sich erfreuen und uns benutzen, sodass wir bloß wie Sklaven für andere leben. Dies ist die Sklaverei, eine äußerst schlimme Art von Sklaverei, unter der alle Könige und überhaupt alle Menschen dieser Welt leiden. Denn wir haben keine Vorstellung von Freiheit, davon, was Erlösung ist. Manche Leute meinen, ich glaube in der Bhagavad Gita oder in anderen Schriften ist davon die Rede, die Erlösung käme, wenn ein Mensch stirbt, dass er dann frei wäre. Aber die Leute ahnen nicht, dass man erst nach dem Verlassen des Körpers wirklich gefangen genommen wird, da wir den Körper nicht wirklich verlassen haben. Wir sind aus dem Körper hinausgeworfen worden und haben auch auf der astralen Ebene keinen Platz. Wir gehören also nicht dorthin. Wir haben nicht dafür gearbeitet und es uns nicht verdient. We have not really left the physical body. We have been thrown out of the physical body, and that we are not having any place in the astral region also, because we do not belong to that. We have not worked for it. We have not earned it. That if you have got a small house and you are living in that small house, and small house is for some time, and you have not worked for a bigger house, then what will happen? Vielleicht besitzt ihr ein kleines Haus, in dem ihr wohnt. Doch dieses Haus bleibt nur eine gewisse Zeit lang erhalten. Und wenn ihr nicht auf ein größeres Haus hingearbeitet habt, was wird dann geschehen? Ihr werdet das kleine Haus nicht mehr haben und müsst nun irgendwo in der Wildnis herumirren. Ihr werdet nirgendwo untergebracht werden können. Das nennt man Höllen. Wir verlieren diesen Körper und die Wohnstätte auf dieser Welt und passen nirgendwo hin. Wir haben keinen Ort, an dem wir leben können. Gott hat daher vorgesehen, suche zuerst das Reich Gottes. Diese Anweisung oder dieses Gebot besteht eben zu diesem Zweck. Ihr könnt ja nicht sicher sein, wie lange ihr diesen Körper noch habt. Bis zu der Zeit, zu der ihr den Körper verlassen müsst, solltet ihr euer eigenes Haus besitzen, es bewohnen und voll darüber bestimmen können. Wann immer euch dann dieser Körper oder irgendetwas von dieser Welt genommen wird, wie dies zum Zeitpunkt des Todes geschieht, habt ihr dann keine Schwierigkeit. Denn ihr habt ja bereits euer ganz großes, ewiges und äußerst wunderbares Haus in Besitz genommen. Diese Vorkehrung wurde von Gott schon getroffen. Dieser Körper ist der Tempel Gottes, und zwar der obere Teil, der am dritten Auge beginnt. Dort sollt ihr eintreten und euch reinigen. Es wird euch dann ein immer höherer Platz oder ein höherer Status zugeteilt werden, wie es eurer Reinigung im mentalen Bereich oder auf der Ebene der Seele entspricht.